Krieg und Frieden. Ein Wälzer, ein Marathon. Die Art von Buch, die du nicht im Bett lesen solltest, denn falls du einschläfst, könntest du eine Gehirnerschütterung bekommen. Stimmt's? Zumindest teilweise. Krieg und Frieden ist sicherlich ein langes Buch, aber es ist auch eine fesselnde Untersuchung der Geschichte mit einigen der tiefgründigsten, realistischsten Figuren überhaupt. Falls dich seine Länge einschüchtert, stell dir vor, wie Tolstoi sich fühlte. 1863 wollte er einen kurzen Roman über einen Regimekritiker schreiben, der aus dem sibirischen Exil zurückkehrt. 5 Jahre später hatte er ein Epos von 1200 Seiten verfasst, mit Liebesgeschichten, Schlachtfeldern, Pleiten, Erschießungskommandos, religiösen Visionen, dem Brand von Moskau und einem halbzahmen Bären, aber ohne Exil und Regimekritiker. Das geschah so. Tolstoi, ein Mann mit einer Seele wie ein Vulkan, wurde 1828 in eine berühmte, exzentrische Adelsfamilie geboren. Mit 30 hatte er bereits sein Studium an der Kasana-Universität abgebrochen, das Familienvermögen verspielt, sich der Armee angeschlossen, Memoiren geschrieben und den Literaturbetrieb abgelehnt, um durch Europa zu reisen. Er ließ sich in Jasnaja Poljana, dem Landgut seiner Vorfahren, nieder, um über die Rückkehr der Dekabristen zu schreiben. Eine Gruppe adliger Revolutionäre, die 1856 nach 30 Jahren Exil begnadigt wurden. Aber Tolstoi dachte, wie konnte er von der Rückkehr der Dekabristen erzählen, ohne das Jahr 1825 mit einzubeziehen, in dem sie gegen den konservativen Zaren Nikolaus I. Widerstand leisteten? Und wie konnte er diese Geschichte ohne das Jahr 1812 erzählen, als Napoleons verheerender Einmarsch in Russland dabei half, den Autoritarismus auszulösen, gegen den die Dekabristen aufbegehrten? Und wie konnte er von 1812 erzählen, ohne das Jahr 1805 zu erwähnen, als die Russen erstmals von der Gefahr erfuhren, die Napoleon nach seinem Sieg in der Schlacht von Austerlitz darstellte? Also begann Tolstoi über die großen geschichtlichen Ereignisse und die kleinen, dabei stattfindenden Leben zu schreiben. Er konzentrierte sich auf den Adel. Den kannte er am besten. Das Buch erzählt nur gelegentlich von dem Leben der großen Mehrheit der russischen Bevölkerung, von Bauern oder gar Leibeigenen, Bauern, die den Besitzern des Landes dienen mussten, auf dem sie wohnten. Krieg und Frieden beginnt am Vorabend von Napoleons Russlandfeldzug. Aristokraten auf einer Cocktailparty sind wegen der drohenden Gewalt beunruhigt, aber gehen dann zu den Themen über, die Aristokraten immer interessieren: Geld, Sex und Tod. Die erste Szene ist bezeichnend für die Art, wie das Buch zwischen politischem und privatem hin und her springt und dabei das Geschehen immer vielfältiger wird. In Krieg und Frieden gibt es keine Hauptfiguren, stattdessen gerät der Leser in ein weit verzweigtes Netz aus Beziehungen und Fragen. Wird der unglückliche und uneheliche Sohn eines Grafen eine schöne, jedoch hinterhältige Prinzessin heiraten? Wird sein einziger Freund auf den Schlachtfeldern von Österreich überleben? Und was ist mit dem netten jungen Mädchen, das sich in beide Männer gleichzeitig verliebt? Reale historische Figuren mischen sich mit all den fiktiven. Napoleon taucht ein paar Mal auf und selbst einer von Tolstois Vorfahren spielt eine kleine Rolle. Aber während uns die Figuren und ihre Psychologien mitreißen, fürchtet sich Tolstoi nicht, die Erzählung zu unterbrechen, um aufschlussreiche Fragen zur Geschichte zu stellen. Warum brechen Kriege aus? Wie geht man am besten auf dem Schlachtfeld vor? Steigen und fallen Nationen wegen der Taten sogenannter großer Männer wie Napoleon, oder sind dabei größere kulturelle und wirtschaftliche Kräfte im Spiel? Diese weit ausholenden Abschweifungen sind Teil des Panoramas, das Krieg und Frieden kennzeichnet. Aber für einige Kritiker des 19. Jahrhunderts fühlte sich Krieg und Frieden dadurch kaum wie ein Roman an. Nach den Worten von Henry James war das Werk ein großes, schlaffes, sackartiges Monster. Tolstoi stimmte dem sogar zu. Für ihn waren Romane eine westeuropäische Form. Russische Autoren mussten anders schreiben, denn das russische Volk lebte anders. Was ist Krieg und Frieden, fragte er. Es ist weder ein Roman noch ein episches Gedicht, noch eine historische Aufzeichnung. Krieg und Frieden ist das, was der Autor ausdrücken wollte und konnte, in der Form, in der es ausgedrückt wurde. In anderen Worten ist es Tolstois gesamte Vorstellungskraft und nicht weniger. Am Ende von Krieg und Frieden befinden sich Tolstois Figuren im Jahr 1820, 36 Jahre vor den Ereignissen, über die er ursprünglich schreiben wollte. Bei dem Versuch, seine eigene Zeit zu verstehen, hatte er sich in der Vergangenheit vertieft. Das Ergebnis ist ein großartiges Hinterfragen von Geschichte, Kultur, Philosophie, Psychologie und der menschlichen Reaktion auf Krieg. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren. So verpasst du nie die Gelegenheit, etwas Neues zu lernen.